Caravansalon in Düsseldorf. Wir sind bei Carpento, neben mir der Janosch. Hallo. Hi. Ja, du hast gesagt, du musst uns unbedingt diese Wohnwägen noch mal zeigen. Wir haben schon 2 andere vorgestellt, wo man auf kleinstem Raum wirklich optimal leben kann. Das ist jetzt hier das größte Modell, der Carpento 410. Das heißt, wir haben eine Länge von 4,10 Meter. wow. Ja, plus Deichsel, aber es ist trotzdem, es ist eine Länge PKW. Die Breite ist 2,5 Meter. Wir haben hier alles ein GFK, ausgeschäumten GFK. Ja, Alco-Chassis haben wir hier. Ne? Alco-Chassis auch. 1000 Kilo, das heißt, Leergewichte sind 750 Kilo, zulässiges Gesamtgewicht 1000. Ich habe rund 250 Kilo mitzunehmen. Der ist sehr geeignet für Familien mit vielen Kindern. Ja. Wir gehen mal rein. Und das auf einem wirklich handlichen Format. Ja, Wir gehen rein, der Carpento 410S. Und auch hier hast du schon gesagt, der ist ein bisschen höher als die anderen Modelle. Das heißt, auch mit 2 Metern kann man hier noch gut, ja, das geht gut noch. wohnen und Genau, leben. und du merkst auch, hier ist eine ganz andere Breite drin. Also Ja. mit 2 Meter Breite haben wir natürlich was ganz anderes. Er ist natürlich aerodynamisch nicht mehr so wie die ganz kleinen von Carpento, aber hin und wieder ist es halt nötig, dass man so ein großes hat. Wir haben natürlich auch dadurch, dass das ein großer Familienwagen ist, haben wir hier auch das Doppelkochfeld mit einer großen Spüle, weil nicht jeder mag die Ravioli. Und da muss man halt auch Alternativen zu kochen. Ja, und hier haben wir, ich sehe es schon, hier kann man was umklappen. Ja, es ist ein Stockbett. Ein Das- Stockbett. also Einfach ziehen. Einfach ziehen, alles ist Einfach unten. ziehen, dann haben wir hier ein Bett. Genau. Und dann kann man da unten auch den Tisch einmal umklappen. Natürlich, das mache ich jetzt auch. Nicht den Kopf stoßen. Nee, das geht schon. Ich habe da Übung. Ja, Carpento heißt das Ganze. Du hast gesagt, die Marke kommt aus der... Türkei, die werden in der Türkei hergestellt. Also erstmal wird das Alco-Chassis dahin geliefert und dann bauen die dann so einen schönen Carpento drauf. Wie man sehen kann, hier passt auch ein langer, ein kurzer. Ja, also für Kids optimal, die dann noch zusammenschlafen. Irgendwann kommt, glaube ich, das Alter, wo die Kids auch mal sagen, nee, ich möchte meinen eigenen Platz haben, oder? Oder falls hier jemand schon so Jugendliche hat Genau. oder sowas, die haben hier auch genug Platz. Oder der eine kann oben chillen und der andere kann hier unten sitzen. Das ist auch machbar. Also okay, im Campingbereich kennt man das ja. Eigentlich ist man den ganzen Tag draußen, aber man kennt es ja auch. Dann regnet es mal einen Tag. Da muss man rein. Und das ist hier gar nicht so schlimm, weil ich finde, man kann das hier räumlich, klappt mal oben runter. Also man muss sich hier nicht unbedingt streiten. Ja, Einer ich- kann oben schlafen. Bei dir wird es ein bisschen knapp. Ah ne, geht doch. Geht noch. Wir könnten hier Karten spielen. Einer kann schlafen, noch 2 dort schlafen oder auch 3. Je nachdem, wie man es gerne im Camping mag. Da gibt es ja keine Regel für, wie viele in einem kleinen Zelt schlafen, sondern da frei nach dem Belieben. Willen. Belieben. Ich Ja, habe auch auch hier noch noch ein bisschen ein Licht. Fenster. Ja klar, man braucht ja auch Luft. Das ist ja auch noch mal wichtig. Da oben haben wir auch noch ein Licht. Da kann er über uns auch noch mal was lesen. Wir haben natürlich eine große Sitzgruppe und hier haben wir natürlich ein ultra auch etwas breiteres Bett. Also jeder, der hier drin stehen kann, der kann locker da drin schlafen. Ja. Und was mir noch aufgefallen ist, es gibt natürlich noch eine Treppe hier an der Seite, wenn man hier nach oben in das Bett steigen möchte. Auch noch mal diese schönen abgerundeten Holzflächen. Also das ist auf jeden Fall, da kann man sich nicht wehtun. Das ist schön gelöst. So, und das hat jetzt auch gut gequietscht, das heißt, er ist auch offen. Ja, Das große Badezimmer. Raumbad, genau. Ja, hier hat man auch richtig Auch viel hier die Platz. kleine Luke, damit man die Dusche rausreichen kann. Die ausreichen, genau, die kannst du rausziehen und dann die Klappe öffnen und dann auch wieder versperren, damit die Kiddies dann lieber draußen duschen, bevor man sich hier drin zu nass macht. Und hier habe ich auch eigentlich bis fast ganz vorne hin meine Kopffreiheit. Natürlich, aber man sitzt ja nicht ganz vorne. Man sitzt ja nur in der, also man steht da vorne nicht, das ist nicht vorgesehen. Aber der hat das größere Fenster, und damit noch mehr Luft reinkommt, damit man mehr atmen kann.
Ja, und nochmal, diese Panoramafenster sind wirklich so cool. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wenn man im Grünen sitzt, man kann zu jeder Seite rausgucken und mega. Das finde ich super cool. Ja, ist echt. Seit wann gibt es die Marke denn? Seit wann bauen die ihre? Also wir haben die etwa seit 5 Jahren im Programm. Und seitdem sind die auch, ich glaube, die sind schon ein bisschen früher am Bauen, aber Ja. für den deutschen Markt so 5 Jahre. Ja, sehr, sehr schick. Auch hier nochmal überall die schöne indirekte Beleuchtung hier. Die gepolsterten Flächen, die natürlich auch einen akustischen Effekt haben, dass da eben Schall geschluckt wird. Und ja, finde ich alles richtig schön gemacht. Kleine Leselampe auch noch, die man jetzt anschalten kann. Und da ist sie. USB-Leselampe. Die ganzen Hinweisschildchen. Nicht zu viel Bier auf den Tisch packen. Was steht da drauf? 25 Kilo. Ja, da, Auch ein paar Bier können schon hier. genau. Ganzer Kasten. Ja, man soll es ja nicht übertreiben. Auch hier kann man das Bett machen und dann hat man dann hier das Elternschlafzimmer, hinten das Kinderschlafzimmer. Man kann das auf 4 Meter, wie man sieht, auch gut trennen voneinander. Können Ja. wir das auch mal noch klappen? Ich möchte es irgendwie sehen. Ja, du musst. Wahrscheinlich die Zuschauer auch. Ja, genau. Und Denn die Zuschauer haben vielleicht nur dieses Video gerade zur Hand. Hier der Hinweis, wir haben auch noch über die anderen Modelle Videos gedreht, wo man auf wirklich kleinstem Raum auch super viel Platz hat. Das Modell Carpento 360 hatten wir und den 310, oder? genau. Ja, also schaut in die Videoliste, dort findet ihr noch weitere Videos über Carpento. Und da das Hier- ja größer ist, musst du dich noch mal legen. Da das grüne Jupf. Ja, das Zwergenbett habe ich eben getestet. Ja, auch hier. Ich halte mal Leg die- ruhig mal rauf, dann sieht man es danach. Also werden wir es da ein- ist auf jeden Fall... Ja, auch Platz für 3. Da sind noch oben auch bestimmt noch 12, 15 Zentimeter, ne? Ja, Und die Schuhe ziehst du ja normalerweise aus. Richtig. Das heißt, nur mit 1,95 kann ich hier auch noch... Natürlich, ich sage ja, alles, was hier drin reinpasst, das passt da auch hin. Das ist alles, kein was in die Höhe passt, passt auch in der Also wenn ihr- Horizontale. Thema. Genau. Ja, jetzt wieder ein kleines Horrorszenario. Das Ja. war dein Klingelton. Da will es unbedingt jemand wissen von mir. Ja, In der Zeit könnt ihr schon mal German Television abonnieren. genau. Genau, also der Janusz weiß Bescheid. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert auf jeden Fall German Television. Dann bekommt ihr solche coolen Fahrzeuge ganz frisch auf die YouTube-Startseite gepackt. Und wir freuen uns natürlich auch über Likes und Kommentare. Ja, Carpento 410. Wohnen auf kleinem Raum. Komm, wir gehen einmal noch kurz rüber und verweisen hier auf den 360. Der Das gefiel dir sehr gut, ne? ja, also ich bin fasziniert, wie man auf kleinem Raum hier trotzdem Platz für die ganze Familie schaffen kann. Oder eben Das ist natürlich absolut der Clou, ne? 3 der Meter. 310er S. Also hier auch eine richtig spannende Sache. Also schaut auf jeden Fall in die Videoliste, wenn ihr dieses Fahrzeug mal vorgestellt bekommen wollt. Dann gehen wir noch einmal in die Mitte. Carpento auf dem Caravansalon Düsseldorf. Ja, Janusz, 2023. 2023 und wir haben schon gesagt, hier sieht man die brandneuen Modelle für das nächste Jahr 2024 und falls ihr das Ganze in dem Jahr verpasst habt, dann merkt euch den Caravansalon 2024 auf jeden Fall vor. Oder Es- schaut euch die German Television Videos an, da verpasst ihr gar nichts, besonders wenn ihr die abonniert. Ja, wir haben ihm kein Geld dafür gegeben, dass er so viel Werbung macht. Nee, Sven ist ein guter Freund von mir. Ja, und du hast selbst gesagt, du bist auch großer Fan von unseren Videos. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, also abonnieren, abonnieren, abonnieren. Und wir haben ja auch das erfolgreichste Video bis dato mit ihm gehabt. Ja, genau. Das hat jetzt schon mittlerweile, ich glaube, über 4,5 Millionen. Wir sind fast schon an den 5 Millionen dran. Was für ein Video war das? Ja, mit so einer Absatzkabine so. Von- Sehr cool. Also, falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaut rein. Oder klickt dieses Video auf über 4 Millionen. Ja, Man guckt muss euch. sich ja auch übertreffen, ne? Genau, man kann sich ja immer wieder übertreffen. Ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass auch diese Videos rege geschaut werden. Vielen Dank fürs Einschalten und bis bald. Ciao.